ihr wisst ja, ich bin seit 2011 in Austin und deswegen freue ich mich natürlich heute besonders, jemanden aus Austin begrüßen zu können, nämlich Monika Sunholt. Wo kriege ich was? Und die deutschen Produkte, ich bekomme die nicht. Wie connect man die Utilities, Strom und Wasser? Und da helfe ich also sehr mit den Spielern von Europa, also fast alle. Und auch Trainers. Ich kann das nicht verkaufen. Wir gehen mit dem Preis runter und keiner kauft die Häuser momentan. Es ist sehr wichtig, der Preis momentan. Und wie man das Haus jetzt market. Also ich muss die Häuser alle stagen, also dass die top aussehen. Kann jetzt schnell nach Downtown zum Essen gehen in 20, 25 Minuten. Ich bin in der Domain, in der Restaurant Shopping in 10 Minuten. Zu meinem Fitnessclub, was auch sehr wichtig ist. Die sind also viel schöner hier. Ich habe einen Fitnessclub mit einem Lake, wo ich Paddleboarding machen kann. Ich kann Yoga am Lake machen. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Willkommen wieder mal bei Perspektive Ausland. Heute sind wir in Austin, Texas. Ihr wisst ja, ich bin seit 2011 in Austin und deswegen freue ich mich natürlich heute besonders, jemanden aus Austin begrüßen zu können, nämlich Monika Sunholt. Monika, du kommst ursprünglich aus München, lebst aber schon seit über 3 Jahrzehnten in Austin. Und ich habe gelesen, du bist vor kurzem sogar offiziell US-Staatsbürgerin geworden. Genau. Also da hast du mir was voraus. Du hast jetzt den amerikanischen und den deutschen Pass und verkörperst damit genau die Brücke, um die es bei uns so oft geht. Seit fast 20 Jahren arbeitest du in Austin erfolgreich als Immobilienmaklerin, betreust viele internationale Kunden und kennst den Markt in Austin wie kaum jemand sonst. Es freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Dankeschön, Sebastian. Freut mich, hier zu sein. Natürlich, jetzt fragt sich jeder, zunächst mal natürlich seit 30 Jahren in Austin, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du vor 30 Jahren in Texas gelandet? Das war ja noch vor der Zeit, bevor Austin so richtig hip war, ja? Ganz genau. Also es war 1988, also 37 Jahre. Mein Ex-Mann war Ex-Fußballprofi bei Bayern München, war dann in Amerika seit 1975 und kam nach Austin in 83 und hat eine Fußballschule angefangen. Ah, was? Ja. Wahnsinn. Und wir hatten uns in Deutschland kennengelernt, in München. Er hat einen Fußballprofi nach München gebracht, zu Bayern München. Und ich war im Sheraton, habe dort gearbeitet, habe ihn kennengelernt und dadurch in 87 und dann ein Jahr später kam ich hier. Wir heirateten in Deutschland und dann kam ich nach Austin. Also ich hatte den Vorteil, dass er schon in Austin war und ich hatte dann nicht die Anfangshürden weil er schon ein Netzwerk hatte und er war eine Legende hier in Austin. Also es war für mich dann relativ einfach Fuß zu fassen, was für andere Deutsche vielleicht nicht der Fall ist. Absolut, da stimme ich dir zu. Aber selbst die Eingewöhnung war also nicht einfach. Leute sind ganz anders und also die Freundlichkeit ist overwhelming, wie man sagt. Man denkt immer, was wollen die von dir? Jeder ist so freundlich, also zu freundlich. Man muss sich dran gewöhnen. Und es war ein bisschen ein Schock, ein kultureller Schock für mich. Ich war in London gewohnt und München, ich habe in London gewohnt ein paar Jahre vorher. Und dann kam ich nach Austin, totaler Schock, also keine Kultur. Es war die Universität damals, dann the Government und IBM. Das war Austin, Texas. Keine Restaurants, keine Shops, kein deutsches Brot, kein deutscher Kaffee. Das waren für mich damals eigentlich die größten Challenges, was eigentlich jetzt Kleinigkeit ist. Aber es war wichtig für mich. Ich habe dann immer, wenn ich nach Deutschland ging, einen Koffer voll Kaffee mitgebracht und andere deutsche Produkte, weil man die damals nicht bekommen konnte. Das ist heute ganz anders. Also die Challenges ist heute anders als damals, weil man kann ja mittlerweile alles bekommen hier in Austin. Selbst deutsches Brot. Also ich
Ich kriege immer deutsches Brot über das heißt deutsches Brotbox. Das ist Brot aus Deutschland und das kann man jetzt schicken. Man bekommt ja alles über Amazon, man kann ja alles bekommen. Alles kann man über das Internet erfahren. Aber ich finde, dass es doch das System, es ist schwieriger geworden. Die Bürokratie ist schwieriger geworden. Auf jeden Fall. Was hat dich denn eigentlich jetzt Monika, also jetzt bist du vor 37 Jahren angekommen, man muss ja, wie du schon gesagt hast, im Grunde sagen, Austin war damals noch ein richtiges Kuhdorf, ja. Also vielleicht zusätzlich zu den Sachen, die du gesagt hast, also neben IBM, neben Government, muss man vielleicht sagen, Musik war auch schon da, ja, zu der Zeit. Also für Musik war Austin damals schon bekannt. Aber eben, wie man so schön sagt, keep Austin weird. Es war damals auch alles ziemlich weird. Jetzt, was hat dich denn dann trotzdem überzeugt, nachdem du ja Europa kennengelernt hast, du hast gesagt, London, hast in München gewohnt, ja eine wunderschöne Stadt, München, sehr kulturell geprägte Stadt auch, mit Oper, mit Theatern, mit Museen und so weiter, was ist ja alles, jetzt gibt's ja auch schon ziemlich gute, sage ich mal, Oper und Theater in Austin, aber damals noch nicht. Was hat dich trotzdem überzeugt, sagen wir mal, da zu bleiben, dran zu bleiben, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und ich beiß mich jetzt durch? Also erstmal, mein Mann war hier, wir hatten das Business, das Fußballbusiness und ich konnte am Anfang nicht arbeiten. Ich hatte keine Green Card oder das dauert ein paar Jahre. Und ich habe dann einfach geholfen, das Fußballgeschäft aufzubauen, wo wir Camps machten, Trips nach Europa für unsere Fußballspieler und die Eltern. Und das war immer ein totaler Hit. Nachdem mein Mann damals die Connection hatte mit FC Bayern und überall in Deutschland. Wir konnten dann rein zu den Fußballschulen, zu den Profifußballclubs. Und das war natürlich für unsere Fußballer, für die Kinder und für die Eltern ein totaler Hit. Und wie gesagt, dann auch die Camps. Ich habe dann gemerkt, man kann Geld verdienen damit, das kommt an. Und wir hatten dann das aufgebaut, das Geschäft. Und für mich war dann das eigentlich ganz klar, ich wollte mal zurück in die Hotelbranche und ich habe dann bemerkt, die bezahlen sehr schlecht. Es ist nicht anerkannt, die deutsche Ausbildung, egal in welcher Branche, ist oft hier nicht anerkannt. Und dann war es klar für mich, einfach dann selbstständig zu sein. Also mein Mann war angestellt beim Club und ich habe aber alles dann so nebenher gemacht mit der Fußballschule, wie Camps und der Trip. Und unter anderem dann auch eine Profimannschaft, eine Division 3 Profimannschaft, wo ich dann General Manager war, dann in 97. Und dann später... Also schon lange bevor jetzt mittlerweile gibt's ja Austin FC, ein ziemlich großer Club, muss man sagen, ziemlich auch beliebt und so. Aber das war ja lange vor dieser Zeit, auch lange bevor jetzt Fußball in den USA irgendwie groß gewesen wäre. Ja? Und das war unser Ziel und unser Traum, also mein Ex-Manns Traum, ein Stadion zu haben und ein richtige Profi-MLS-Fußballteam zu haben. Leider ging das damals, hat es nicht geklappt. Austin war ein bisschen hinterher. Die Stadt war zu klein, also nicht wie Houston oder Dallas. Dallas hatte damals in 94 eine MLS-Mannschaft bekommen. Und dann Austin kam dann später, seit 5 Jahren. Und ich bin also sehr verbunden mit der Austin-Profimannschaft. Ich mache also die ganzen europäischen Spieler und die Familien mache ich entweder vermieten, die Häuser oder Wohnungen, je nachdem, was sie brauchen. Und dann, was wichtig ist für die Familien, ist eigentlich die Integration hier Austin. Also die Fußballer sind ja vom Club sehr gut betreut, aber die Familien nicht. Und die Frauen meistens haben die kleine Kinder, die stehen dann da und total, also verloren sozusagen. Ist ja eine andere Welt, ja, komplett. Ist eine andere Welt. Und es sind Kleinigkeiten, die man sagt, das ist ja selbstverständlich. Und ich sage, welchen Grocery Store gehe ich? Und wo kriege ich was? Und die deutschen Produkte, ich bekomme die nicht. Und. Und es geht von, wie connect man die Utilities, Strom und Wasser.
Und da helfe ich also sehr mit den Spielern von Europa, also fast alle und auch Trainers. Wir haben jetzt einen spanischen Coach. Ich habe dem geholfen, obwohl er schon in Amerika war, aber ich helfe dann, den Haus zu finden und mein Netzwerk mit den ganzen Dienstleistungen und wer was macht. Ich verbinde die und das läuft ganz gut und macht mir auch Spaß. Ja, es klingt extrem spannend. Also wenn man sich das jetzt anschaut, vor 37 Jahren bist du da angekommen, jetzt bist du vor kurzem US-Staatsbürgerin geworden. Wie fühlt sich das jetzt an, so offiziell US-Staatsbürgerin zu sein nach dieser Reise, nach diesen 37 Jahren hier in Austin? Also eigentlich muss ich sagen, nicht anders. Also mein Mann sagt, ich habe jetzt einen amerikanischen Mann, aber ich fühle mich, also das ist ein Pass, das ist ein Papierstück, dass ich jetzt sagen kann, ich bin Amerikaner, aber ich fühle mich immer noch als Deutsche. Also irgendwo, das kann man nicht verleugnen. Das kann man nicht verleugnen, ne? Ja. Das ist so. Ja, genau. Nee, das ist interessant. Man ist auch irgendwie immer dann, das macht dann ja auch irgendwie so zum Unikat, ja. Das heißt, man ist zwar dann dort integriert natürlich, klar, man weiß, wie es funktioniert, aber eben dadurch, dass man eben noch einen anderen Hintergrund hat, ist man auch was Besonderes, ja. Und das ist ja auch was Positives. Ich sage es auch mal, auch unser Mandant, im Grunde genommen, man kann es als Asset nutzen, ja. Das ist ein Asset, gerade die deutsche Staatsbürgerschaft, weil eigentlich sind ja die Deutschen sehr respektiert, muss man sagen, ja. Also es gibt jetzt andere Staatsbürgerschaften, die sie nicht so gut respektieren, aber als Deutscher, also ich habe jetzt in Texas auch mit den Behörden, sei es jetzt, Einwanderung, Polizei oder was auch immer, noch nie ein Problem gehabt, ja. Also da ist immer sowieso, weil es ja viele Deutschstämmige gibt, da ist immer sofort eine Connection irgendwo da, ja, und das sehen die Leute als was Positives, ja, trotz vielleicht ein paar negativen Kapiteln in der deutschen Geschichte. Ja. Jetzt hast du also in München, hast du gesagt, oder in Deutschland Hotelmanagement studiert, dann warst du in Austin, hast da mit deinem Mann zusammen diese Fußballschule betrieben. Wie kam dann eigentlich der Wechsel in die Immobilienbranche? Der Fußballclub damals hat gemerged mit einem größeren Club. Und das wollte mein Ex-Mann damals, mein Mann damals, was dann eigentlich für mich keine Position mehr war. Die haben gesehen, dass man Geld machen kann mit den Camps und mit den Trips. Und das war eigentlich separat. Und die wollten das immer integrieren in den Club. Und ich wollte aber das nicht aufgeben. Und dann hat der Club gesagt, wir müssen mit einer größeren Club mergen, um den Nachwuchs zu fördern und einfach mit den größeren Clubs in Houston und Dallas und zu competitive zu bleiben. Und also ich war dagegen damals und dadurch, es war keine Position mehr für mich. Ich musste das aufgeben. Und dann sagte ich, okay, ich wollte eigentlich immer schon Immobilien machen, das hat mich immer interessiert, ich mache das jetzt. Und in welchem Jahr war das, Monika? 2005. 2005, okay. Ja. Und dann bist du in die Immobilienbranche gewechselt. Wir reden dann gleich nochmal über die Immobilienbranche auch. Als du angefangen hast in der Immobilienbranche 2005, was waren damals für dich die größten Herausforderungen in Austin jetzt spezifisch? Ich meine, wir wissen ja, der große Crash kam dann ein bisschen später, 2008 oder so, 2005, ein sehr aufgeheizter Markt. Dann wurde ja Austin sowieso dann nach dem Crash dann auch wahnsinnig populär. Sehr viele sind von allen möglichen Ecken, vor allem in Kalifornien, dann nach Austin gezogen. Aufgrund verschiedener Sachen, steuerliche Aspekte sind natürlich einer. Es gibt ja in Texas auf Bundesstaatsebene keine Einkommensteuer, dann auch günstiger und alle möglichen Dinge. Aber was waren so für dich, als du neu in das Immobilienbusiness in Austin reingekommen bist, so die größten Herausforderungen? Also es war eigentlich, ich habe das nicht als Herausforderung gesehen. Es war für mich ein neues Chapter und es war der finanzielle Druck nicht da. Und dadurch konnte ich das einfach mich da reinarbeiten. Und ich muss sagen, ich hatte dann sofort Kunden gehabt, nachdem mein Netzwerk sehr groß war in Austin durch die Fußballbranche. Mein erster Kunde war ein Trainer von uns, vom ehemaligen Fußballclub, war mein erster Kunde. Und dadurch habe ich mir die Kundschaft aufgebaut.
Und dann hatte ich viele Corporate Relocation gemacht. Ich war immer dann an den Top-Maklern bei uns im Office in Austin. Und selbst 2008, wenn der Crash war, ich habe immer versucht, was zu finden. Es mussten viele Leute damals verkaufen, weil die Jobs verloren hatten. Und es war immer eine Möglichkeit für mich da, Kunden zu finden. Und jetzt bist du ja auch schon, kann man sagen, sehr erfahren da drin. Jetzt machst du das im Grunde genommen seit 20 Jahren. Wenn du jetzt zurückblickst, was macht dir so heute eigentlich an deinem Job am meisten Spaß? Dass ich die Häuser, entweder die Häuser, die ich verkaufe für Kunden, dass ich den Höchstpreis kriege, dass der Kunde zufrieden ist und dasselbe im Hauskauf. Dass ich die Kunden beraten kann durch meine Erfahrung, wo die besten Häuser sind für den Preispoint und was der Kunde wirklich sucht und was für den Kunden am besten ist. Das Schwierigste im Immobilienmarkt zu verstehen, finde ich, ist der Wiederverkauf. Es gibt ja so viele Immobilien, wie du selbst weißt. Es ist ja momentan ein Buyer's Market sozusagen. Und es kommt immer, es ist Location. Und es ist immer, je nachdem wie der Market, egal wie der Market ist, die Location ist immer das Wichtigste, dass man das beste Haus kauft in der besten Lage für den Preispoint, dass man wieder verkaufen kann. Es wäre vielleicht mal gut, wenn du mal unseren Zuschauern und Zuhörern ein bisschen den Immobilienmarkt vielleicht allgemein in den USA und auch in Austin erklärst, denn es ist jetzt ja im Grunde genommen speziell eine seltsame Zeit irgendwo. Wir haben diese Hochzinsperiode. Jetzt denkt man, dass die Zinsen runtergehen. Also es war ja lange so, dass eigentlich wenig Verkäufe stattgefunden haben. Jeder hat so abgewartet. Wo stehen wir denn jetzt so in den USA allgemein und auch jetzt spezifisch in Austin gerade, wenn du da mal den Immobilienmarkt beschreiben würdest? Also es hat sich jetzt sehr viel verändert von seit 2-3 Jahren, wo der Markt super hot war. Jeder wollte nach Austin für die Hightech und dann die Lebenskosten und Real Estate. Und der Markt war total überpreist und sehr viele Leute, die jetzt verkaufen, können die Häuser nicht verkaufen. Dadurch ist der Mietsmarkt auch sehr viel Inventory und die Preise sind auch runtergegangen. Es ist eigentlich eine komische, schwere Zeit, die ich seit 20 Jahren nicht erlebt habe. Selbst in 2008 war es mehr predictable, also wie sagt man vorhersehbar. Was jetzt nicht ist. Jetzt kommt es darauf an, das Haus, also ich habe momentan 2 Projekte, die super Häuser sind für den Preispoint und ich kann das nicht verkaufen. Wir gehen mit dem Preis runter und keiner kauft die Häuser momentan. Es ist sehr wichtig, der Preis momentan. Und wie man das Haus jetzt market. Also ich muss die Häuser alle stagen, also dass die top aussehen. Ich habe die Verkäufer, die müssen ausziehen und ein Haus oder Wohnung zu mieten, damit ich das Haus verkaufen kann. Wahnsinn, der Luxury Market momentan ist total im Standstill sozusagen, weil Käufer warten, dass die Zinspreise runtergehen, die politische Situation, es ist alles ein bisschen unstable für viele Leute. Der Jobmarket ist das andere. Also es ist ein ganz komischer Markt. Also es ist ein Buyer's Markt, also es ist die Zeit zu kaufen. Aber was wichtig ist, man muss auf die Location schauen, Wiederverkauf. Und der Wiederverkauf betrifft sich auch sehr viel mit Schulen. Welche Schule
ist in der Nachbarschaft, wo du das Haus kaufst. Man sollte vielleicht nochmal sagen, weil ja die deutschsprachigen, sage ich mal, Zuschauer und Zuhörer das oftmals nicht so richtig verstehen, wie das ist in den USA. Also momentan sind die Zinsen relativ hoch. Wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, dann ist im Grunde genommen zunächst mal der Zinssatz festgeschrieben für 30 Jahre. Ja, das heißt also, wer jetzt gerade momentan kauft, wobei jetzt geht es schon wieder ein bisschen runter, leicht in den letzten Wochen und Monaten, würde ich sagen, der hat im Grunde genommen dann eine sehr hohe monatliche Rate für die Finanzierung, die er bezahlen muss. Und Trump ist ja auch jemand, der sehr darauf drückt, dass, also ich meine, extrem Druck ausübt, muss man sagen, auf die Fed, die Zinsen zu senken, was dann ja automatisch dazu führen würde, dass dann auch die Finanzierung der Immobilien günstiger werden würde und man dann wahrscheinlich, nehme ich an, hofft, dass es dann wieder, also dass die Leute dann mehr kaufen beziehungsweise dann entscheidungsfreudiger sind, weil sie eben nicht letztlich ja Angst haben müssen vor den hohen Finanzierungen. Kann man das so sagen, deiner Meinung nach? Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch für 15 Jahre Finanzierung oder auch für 5 Jahre oder 10 Jahre. Also es gibt verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Und also der meiste Amerikaner ist ja im Average 7 Jahre im Haus. Also die 30 Jahre sind ja, die wenigsten leben 30 Jahre in demselben Haus, um das Haus abzubezahlen. Und die offern die 30 Jahre Finanzierung, damit die monatlichen Raten niedriger sind. Aber man bezahlt ja meistens Zinsen. Genau, aber ich glaube, was ich sagen wollte, ist, man wartet jetzt im Grunde darauf, wie du gesagt hast, dass die Zinsen runtergehen und dann würden wahrscheinlich auch mehr Leute wieder kaufen. Ne? Ganz genau. Also so ist die Wahrheit, wobei natürlich du auch schon angesprochen hast, es gibt ja auch noch andere Komponenten, die eine Rolle spielen, also das ganze Klima, ja, Investitionen in den USA von außen, der Jobmarkt und so weiter, vieles ist ja so ein bisschen, ja, also ungewiss, kann man sagen. Ich meine, Austin ist ja auch so ein Tech-Bereich. Manche Sachen funktionieren da gut, manche Sachen funktionieren nicht so gut. Also AI zum Beispiel hat man schon wieder das Gefühl, das ist nicht so stark in Austin, meiner Meinung nach. Das sind dann eher wieder sehr stark in Kalifornien und auch in New York. Ja. Also das heißt also, da passiert natürlich viel. Aber für uns natürlich, für unsere, sage ich jetzt mal, für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer, die ja auch primär daran interessiert sind, in die USA umzuziehen. Viele von denen haben ja sowieso, sag ich mal, Vermögen. Die haben Immobilien in den USA verkauft und sind im Grunde Cash-Buyer in den USA dann. Das heißt, die müssen sowieso keine Finanzierung machen oder nur eine kleine Finanzierung machen. Für die ist ja dann momentan eigentlich ein guter Markt, oder? Auf alle Fälle. And Cash is King, also das stimmt immer noch. Und ist auf alle Fälle jetzt ein Buyer's Market, wo man, also der Verkäufer ist motivated. Und man kann also wirklich sehr gute Preise bekommen. Aber man muss darauf achten, auf den Wiederverkauf. Also ich bin immer sehr darauf bedacht, dass wenn du das Haus morgen verkaufen müsstest, kannst du das Haus verkaufen. Genau. Vor dem Hintergrund, als jemand, der jetzt Austin wirklich schon sehr gut kennt, für 37 Jahre, und ich meine, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat, wie wahnsinnig viel dort gebaut worden ist. Ja, ich habe ja vorhin erzählt von Georgetown. Also ich meine, Georgetown war früher eine Stadt, die war 35 Meilen von Austin weg. Jetzt ist eigentlich sowas schon wie ein Vorort. Ja, da ist dann Round Rock dazwischen und alles fast wird zugebaut und dann da wird auch wahnsinnig viel gebaut. Also da wird so wahnsinnig viel gebaut und wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten so wahnsinnig viel gebaut, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht mal gesehen hat. Ja, also das ist ja abartig. Welche Gegenden deiner Meinung nach sind jetzt für Neuankömmlinge gerade besonders spannend? Also es kommt erstmal auf den Preispoint drauf an. Also wenn jetzt der Käufer ein Haus sucht für 500.000, dann, es kommt auch darauf an, eine Wohnung, ein Condo, Downtown. Also man hat jetzt so viele Möglichkeiten, weil ja Austin und die Umgebung, das ist ja so groß. Von Leander, Pflugerville, Bee Cave, Lakeway. Also wenn jetzt jemand einen Job hat Downtown, dann kommt es darauf an, wie lang soll der Commute sein. Es kommt viel auf den Lebensstil drauf an.
Naja, nehmen wir mal Folgendes an. Also der Euro ist ja momentan ziemlich stark gegenüber dem Dollar. Das heißt, wenn ich jetzt kaufe und ich habe Euro-Vermögen, dann habe ich ja ziemlich guten Preis. Also mal angenommen, ich würde jetzt 1 Million was kaufen wollen. Das heißt ungefähr, das sind 850.000 Euro. Viele unserer Mandanten sind ja Unternehmer, die arbeiten sowieso von zu Hause aus. Die wollen natürlich in der Stadt sein, die müssen zum Flughafen gehen, die müssen, gut, Schulen sind dann schon ein Thema natürlich, das muss man auch nochmal gleich drüber reden, aber mal angenommen, ich hätte jetzt 1 Million Dollar und ich möchte ein Einfamilienhaus haben. Was wäre jetzt deiner Meinung nach so eine gute Gegend in Austin, wo ich gerade hier im Grunde interessante Objekte bekomme? Also es kommt darauf an, auf die Quadratmeter, die Größe und das Alter von dem Haus. Und soll das Haus renoviert sein oder nicht renoviert sein? Also ich glaube, die meisten Deutschen wollen etwas, das jetzt renoviert ist. Kann ich mir vorstellen. Also was jetzt meine Kunden so sind. Jeder will das Neueste haben. Und man muss sagen, in den guten Gegenden, wo man jetzt sagt, gut, ich habe zur Stadt 25 Minuten, ich habe zum Flughafen 25, 30 Minuten, ist es schwer, was Neues zu finden für 1 Million. Mhm. Also man kann vielleicht 3 Bedrooms für 2000 Square Feet, also das sind 600 Quadratmeter, stimmt das? Kann man etwas finden, das jetzt in sehr guten Schulen ist, was jetzt auch in der Nähe von der Domain ist. Die Domain ist ein neues Shopping Center. Man sagt europäischer Stil, was jetzt eigentlich meiner Meinung nach nicht so ist, aber es ist also sehr beliebt und es sind viele Jobs, also Shopping, Restaurants, also Domain ist also sehr, sehr beliebt. Und also das ist das in North Austin, Northwest Austin wäre die Gegend. Aber es gibt, also was jetzt ein tolles Haus wäre und was jetzt neu ist oder 10 Jahre alt, bezahlt man 1,5 zu 2 Millionen. Mhm. Das ist dann schon teuer, weil eben das eine sehr, die Gegend ist sehr populär und weil die Schulen sehr gut sind und in der Nähe vom Downtown, Flughafen und dann auch die Domain, die Main Attractions. Mhm. Wenn man jetzt rausgeht in die Suburbs, mehr in die Suburbs, wo noch Land ist zu bauen, da kann man ein schönes $1 Million Haus bekommen, das jetzt wie viel Quadratmeter? Also 4 Schlafzimmer, 2 Wohnzimmer, 3 Badezimmer, also ein tolles Haus mit Pool. Aber man muss, und mit einem größeren Grundstück, man muss weiter raus. Auch jetzt dann rede ich schon eher von 45 Minuten. Georgetown ist ja genauso. Also ja, genau. Man muss Nord-Austin oder westlich von Austin oder östlich von Austin oder im Süden. Aber Süden ist schon mehr nach San Antonio. Da ist das Land auch sehr flach, also was dann auch nicht so populär ist. Und die Häuser sind dann auch nicht so wiederverkauft. Es kommt auch dann darauf an, auf die Qualität von den Häusern. Und als Deutscher ist man da sehr, sehr kritisch, weil wir ja gewohnt sind, dass man ein richtiges Stein und Haus hat, was eigentlich hier jetzt nicht der Fall ist. Genau. Was eigentlich ja, wenn man sieht, wie wieder Häuser gebaut werden, das sind ja einfach nur sozusagen ein paar Latten, wo Rigips drauf genagelt ist. Genau. Ja, jetzt mal ein bisschen, ein bisschen bösartig formuliert. Ja. Also das auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss man sich sowieso umgewöhnen. Aber ich glaube, jeder, der das macht, der muss im Grunde sagen, okay, also ich meine, das ist halt doch hier ja wirklich komplett anders. Außer ich kaufe jetzt halt sehr hochwertige Immobilien, dann ist es vielleicht wieder anders. Aber im Grunde genommen, da muss man sich schon, da wird man sich auf jeden Fall umgewöhnen müssen. Aber das ist generell ja überall so. Ich meine, wir haben zum Beispiel viele Mandanten, die ziehen nach Dubai, ja. Ist auch komplett anders. Also ich meine, Dubai, da ist auch die Dinge, die man da achten muss, sind eine komplett andere als jetzt in Deutschland. Das heißt, letztlich, jeder, der jetzt im Ausland was kauft und sich dort niederlässt, der muss natürlich grundsätzlich auch ein bisschen Abstand nehmen von der deutschen Kultur und sagen, oder von der deutschen Art und Weise zu bauen, Business zu machen, Immobilien zu kaufen. Das ist halt schon was komplett anderes, der Immobilienmarkt, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn man sich darauf nicht einlässt,
dann funktioniert sowieso nicht. Du hattest jetzt vorhin schon angesprochen, dass letztlich ja bis vor wenigen Jahren im Grunde Austin eine große Boomtown war und es war ein ganz heißer Markt. Jetzt hat sich das alles ein bisschen abgekühlt. Wo siehst du das in Zukunft hingehen? Also siehst du in Zukunft, dass sich Austin wo wird sich Austin hin entwickeln? Gibt es weiterhin dieses rasante Wachstum? Austin war ja für viele Jahre immer die am schnellsten wachsende Großstadt in den USA. Wie siehst du das, was da passiert in Austin? Also Austin wird immer eine populäre Stadt sein. Man hat die Universität. Viele Studenten, die in Austin studieren, wollen in Austin bleiben. Austin ist eine sehr junge Stadt für Entrepreneurs und Hightech. Und nachdem die Steuern und der Lebenshaltungskosten sind relativ niedrig zu Kalifornien, East Coast und West Coast, Austin wird immer eine populäre Stadt sein. Aber es ist halt wichtig im Immobilienmarkt in die richtige Neighborhood-Region zu kaufen und vielleicht nicht zu kaufen, wo noch hundreds of acres Bauland ist. Aber ich sehe jetzt kein Problem, weil Austin, also es ist die Musik, es ist Hightech, es ist the government, es ist und das Klima hier. Das Klima, genau. Das Klima. Und ich muss sagen, das Klima ist für mich ein Game Changer. Ja, 100%. Also jetzt im Winter zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie spreche und ich meine, bei uns ist es so kalt und so dunkel, ich sage, wir haben Sonnenschein. Und das war mit ein Grund für mich, dass ich mich so wohlfühle hier. Und weil das Leben ist einfacher hier irgendwie. Wenn du jetzt mit Kunden sprichst, zum Beispiel aus Deutschland, was sind so Dinge, worauf jetzt Deutsche, die eine Immobilie kaufen in Austin, worauf sollten sie besonders achten? Also du hattest schon gesagt, die richtige Gegend, Wiederverkaufswert, Schulen. Was sind noch so Dinge, auf die man jetzt besonders Wert legen sollte? Dein Lebensstil. Was machst du denn in deiner Freizeit? Was ist wichtig für dich? Willst du entfernt sein? Willst du ein Acre Land haben und quiet? Oder willst du viel in der Stadt sein? Willst du Restaurants sehen? Theater? Was ist wichtig für dich? Und weil wenn du denkst, oh ja, ich kriege $1 Million Haus, das jetzt eine Stunde weg ist von Austin, dann genießt du ja Austin nicht. Also wenn du jetzt das Stadtleben genießen willst, dann musst du in der Nähe von der Stadt sein. Der Verkehr ist wahnsinnig in Austin momentan und wird auch nie besser. Überall wird gebaut, die Straßen. Also das heißt, dass manchmal in der Rush Hour, die jetzt mittlerweile von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr ist, man braucht nicht eine Dreiviertelstunde von Downtown nach dem Norden von Austin, was eigentlich normalerweise 25 Minuten ist. Also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil man kann vielleicht sagen, oh, ich kriege ein tolles Haus für Millionen Dollar und bin aber dann draußen in der Pampa sozusagen und ich kann das Leben in Austin nicht genießen, das ich eigentlich genießen wollte. Das war eigentlich die Reason, also weil ich nach Austin ziehen wollte und das habe ich jetzt nicht. Also ich frage immer Leute, was ist wichtig? Freizeit. Wenn jetzt jemand sagt, ich arbeite nur in Austin, ich reise viel von Austin und ich gehe ab und zu vielleicht nach Downtown oder der Commute ist jetzt kein Problem für mich, aber ich will ein tolles neues Haus haben mit einem riesen Pool, dann sage ich, okay, dann gehst du nach Lakeway oder in der Gegend. Also es kommt auf den Lebensstil drauf an für den Käufer. Und wenn man das bedenkt, welche typischen Fehler siehst du da oft bei internationalen Käufern? Dass sie im Flügel kaufen oder in Georgetown oder in Lakeway. Wie jetzt der Markt ist ja nicht so gut für die Verkäufer, dass dann die Häuser kann man nicht verkaufen und man verliert Geld. Mhm. Also ich habe Kunden momentan, die Corporate Relocation,
die können nicht verkaufen, weil die 200 oder 300.000 Dollar verlieren würden, weil die damals, also jetzt damals vor 3 Jahren, gekauft hatten und können jetzt nicht verkaufen. Also ist wichtig, die Location ist wichtig zum Wiederverkauf. Tja, eben, gerade natürlich in so einer Gegend, muss man sagen, wo ja wahnsinnig viel gebaut wurde und wo man auch sagen muss, also man hat ja schon das Gefühl, finde ich, wenn man Austin anschaut, oder nicht nur Austin, das ist generell in den USA so, dass ja auch vieles von der Qualität her nicht so besonders gut ist. Ja, also man hat diese riesigen Neighborhoods, wo dann 100, 500 Häuser dastehen, die sehen alle gleich aus. Natürlich jetzt nicht im hochpreisigen Segment wirklich, aber und das ist natürlich auch nicht besonders schön. Ich meine, für viele unserer Mandanten, das ist so das Schreckensszenario, was man so hat, was man so kennt vom Leben in den USA, wie man eigentlich auf keinen Fall leben will. Ja? Wenn man so Deutschland gewöhnt ist, wo ja alles eher individuell ist, vom Architekten designt, ja. Und dann kommt man dahin. Aber wie gesagt, also da eben dann richtig wichtig, dass man in der richtigen Location dann auch kauft. Wenn du jetzt deutsche Kunden und amerikanische Kunden vergleichst, wie unterschiedlich ist die Erwartungshaltung? Das kommt darauf an, wo der Amerikaner herkommt und von welche Preisklasse die kaufen. Aber man kann das also nicht vergleichen. Es sind ja viele Amerikaner, die Corporate Relocation, die haben im Ausland gewohnt, vielleicht. Also das kann man jetzt nicht vergleichen. Der Average, also wenn man das vielleicht vergleichen kann, der Deutsche ist immer mehr skeptisch, was ja eigentlich gut ist, und der Amerikaner vielleicht nicht so. Was den Kauf einer Immobilie anbelangt, oder wie? Ja, auch, dass der Deutsche mehr skeptisch ist, dass das Haus jetzt, die Qualität von dem Haus ist nicht so gut. Ja, genau. Und jetzt der Amerikaner dasselbe Haus, der Amerikaner sagt, ich kenne das ist so, die Häuser sind so hier. Und der Deutsche sagt, ja, das Haus wirklich ist für 1 Million, in Deutschland gibt es das ja nicht. Also, ja, genau. Es gibt keinen Keller, alles ist, ja, die Wände sind hohl, ja. Ja, genau. Und es kommt auch darauf an, wo jetzt der Amerikaner kommt. Also wenn ich jetzt jemanden habe von New York oder Chicago, die jetzt auch einen Keller haben und sagt, was, in Austin, es gibt kein Keller. Also das kommt jetzt wirklich darauf an, wie viel es der Amerikaner schon umgezogen ist oder ob das jetzt zum ersten Mal ist, ein Amerikaner, der jetzt in Chicago wohnt für 30 Jahren oder 40 Jahren und zieht jetzt nach Osten, der denkt, dass er jetzt im Ausland ist, weil das ganz, ganz unterschiedlich, also ganz verschieden ist von Chicago. Also Osten ist sehr individuell von was eigentlich der Rest von Amerika nicht ist. Naja, das stimmt. Das habe ich ausgeführt. Wenn jetzt jemand aus Deutschland in die USA zieht und eine Immobilie kauft, viele haben ja keinerlei Credit jetzt. Ja? Viele kommen ja an, es gibt kein Credit Score. Vielleicht die bekommen gerade die Social, aber da gibt es noch kein Credit. Wie schwierig ist es für so jemand überhaupt dann zum Beispiel jetzt, ich sag mal, mit einer Bank hier irgendwas zu finanzieren? Geht es überhaupt oder muss er dann eine sehr hohe Anzahlung machen oder kann man sagen, das kannst du gleich komplett vergessen? Also man muss mindestens 6 Monate hier gewohnt haben und Credit haben. Und dann kommt es darauf an, ob du jetzt für eine amerikanische Firma gearbeitet hast oder arbeitest oder ob du jetzt überhaupt also wenn du jetzt selbstständig bist, dann ist es sehr schwierig, Kredit zu bekommen oder eine sehr hohe Anzahlung zu machen. Oder man sagt, wenn man jetzt ein Bankkonto hat und man hat dementsprechend das Kapital, dann ist es auch kein Problem, weil das als Collateral benutzt wird. Also das ist verschieden. Aber es gibt mittlerweile viele Banken und Credit Institutions. Also die Banken hier machen meistens nicht die Finanzierung. Das sind die Mortgage Companies. Was ja eigentlich für einen Deutscher ganz unvorstellbar ist, weil in Deutschland geht man in die Bank und man kriegt den Kredit. Hier, die Banken sind jetzt nicht spezialisiert für den Home Credit, für die Mortgages. Das sind die Mortgage Companies. Und es ist sehr, sehr wichtig, es sind ja viele Scammers in dem Business, in dem Mortgage Business. Es ist sehr wichtig,
dass man dann eine seriöse Firma hat. Und als Makler, wir haben das Netzwerk von den seriösen Finanzierungsgruppen. Und da gibt es jetzt auch, ich meine, du hast gerade eben schon die Parameter im Grunde genommen beschrieben, aber gibt es jetzt bei solchen Mortgage Companies in eurem Netzwerk zum Beispiel dann auch, sage ich mal, Companies, die jetzt hier auf internationale Verkäufer eingestellt sind? Oder muss man sagen, okay, wie du schon gesagt hast, ohne Credit, ohne 6 Monate mindestens dort aufgebauten Credit mit Gehaltsnachweisen oder was Ähnlichem oder eben natürlich Collateral wird sowieso nicht funktionieren. Ja, es gibt mehr Banken, also es gibt mehr die spezialisieren sich darauf, weil viele Ausländer ja in Osten oder in Amerika generell kaufen. Man muss halt dann einfach sagen, dass die Zinsen natürlich dann bei den Spezialfinanzierern auch immer deutlich höher sind als jetzt vielleicht bei den eher klassischen Finanzierern. Nicht viel, also vielleicht 1% oder so oder 0,5%. Okay. Also macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber das ist das Erste eigentlich, wenn ich jetzt einen Kunde habe von Deutschland, der jetzt sagt, ich will nach Osten ziehen, ich will ein Haus kaufen. Das Erste, was ich anspreche, ist die Finanzierung. Mhm. Man geht also erst zu der, bezahlst du Cash, brauchst du Kredit, um das nachzufragen. Was sind die Möglichkeiten für dich? Aber das heißt, für viele ist oftmals, außer sie können natürlich Cash bezahlen, ist für viele der richtige Weg zu sagen, okay, erstmal mieten und dann eben im Grunde genommen Credit aufbauen und dann letztlich kaufen, sobald der Credit steht. Auf alle Fälle, ja. Okay. Und das machen die meisten Deutschen. Sei denn, die sind Corporate Relocation, dann ist das ganz anders. Aber jetzt einfach von Deutschland nach Osten zu ziehen, auf alle Fälle mieten erst. Viele machen 6 Monate bis zum Jahr ist Standard eigentlich. Mhm. Und dann kann man auch Osten kennenlernen, man kann ja dann die Häuser sehen und man kann sich ja besser vorstellen, wo zu leben, wenn man erstmal 6 Monate oder bis zum Jahr hier ist. Genau. Und dann weiß man ja, dann lernt man die Stadt auch kennen. Und ich meine, es ist ja sowieso schwierig zu sagen, dass man jetzt hier direkt kauft, ohne die Stadt jetzt zu kennen, weil dann kauft man ja auch möglicherweise irgendwas ein, ohne jetzt genau Erfahrung zu haben, wie sich es eigentlich in der Stadt lebt, also wie die Wege sind. Viele können gar nicht abschätzen. Ich glaube, das war auch meine Erfahrung in den USA, was es eigentlich bedeutet, wenn man überall mit dem Auto hinfahren muss und ja zum Teil weite Strecken fährt. Ja, also was weiß ich habe die Kinder von Georgetown zum Capoeira gebracht nach Downtown Austin, ja, da beim Mexican Cultural Center. Also ich meine, ja. Das ist ja schon mal, wo der Verkehr so schlimm ist auf der I-35 sowieso, aber ich meine auch zu guten Zeiten schon mal 45 Minuten und das Gleiche dann zurück und 45 Minuten Autobahn, ja, das heißt, es sind ja 60, 70 Kilometer dann, ja, also ja. Die 35 Meilen und dann noch bis zu deinem Haus. Also ich meine, wenn man sich vorstellen würde, in Deutschland 100 Kilometer Autobahn zu fahren, nur um die Kinder irgendwo hinzubringen. Ja. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist eine Umstellung für den Deutschen eigentlich. Viele verstehen nicht, dass man vielleicht 2 Autos braucht in der Familie mit 2, 3 Kindern. Ein Auto reicht nicht. Man geht ja hier nirgends zu Fuß. Das muss man alles mit Auto. Ja, und öffentlicher Nahverkehr, ich meine, gut, es gibt natürlich schon so ein bisschen was, ja, aber im Grunde genommen jetzt, also, ja, marginal, ja. Also ich meine, das kann man im Grunde vergessen, ja. Also deswegen, wenn man jetzt vielleicht direkt Downtown wohnt, oder nicht Downtown, wenn man jetzt wirklich zentral wohnt, naja, kann man noch viel mit Uber machen, aber dennoch mal, also ohne Auto geht es nicht in den USA, ja. Ja, das ist richtig. Das kann man vergessen. Sehr schön. Vielleicht jetzt zum Schluss noch mal ein paar persönliche Fragen auch an dich. Du hast vorhin schon davon gesprochen, letztlich, wie du ja in Austin vernetzt bist. Das ist deine Community, wie du dich dort engagierst. Was bedeutet dir die lokale Community da in Austin? Also deine lokalen Freunde, die Beziehung, die du da aufgebaut hast? Also es ist wunderschön und ich fühle mich also sehr zu Hause hier, also nach 37 Jahren. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, wieder nach Deutschland zurückzugehen, nachdem ich ja schon so lange hier bin. Es ist einfacher irgendwie als in Deutschland. Es ist more easy going. Die Leute sind freundlicher, die nehmen dich besser auf. Es ist einfach, obwohl es manches vielleicht ein bisschen fake ist oder falsch, dass man denkt, man hat die Freundschaften, aber
für den Alltag ist es einfach und also mir gefällt das. Man hat den Zwang nicht so hier. Ob das jetzt anfängt, wie man sich anzieht oder in Deutschland ist es ein bisschen anders. Also ich muss sagen, ich fühle mich, es ist mein Zuhause. Und was liebst du an Austin privat am meisten? Musik, Sport, Lifestyle? Was ist so das, was dir am liebsten ist? Also alles. Man kann eigentlich alles machen. Ich meine, ich mache ein bisschen Musik, man arbeitet. Fußball zum Beispiel ist sehr wichtig für mich. Dass wir jetzt unser Fußball spielen. Kann ich mir vorstellen, ja. Und ich bin sehr arrangiert. Also ich bin Season-Ticket-Holder in den Club und man sieht da die ganzen Freunde. Also mein Freundeskreis ist immer noch viel von der Fußballwelt in Osten. Und es sind jetzt Spieler, die damals Kinder waren. Das sind jetzt Erwachsene mit Familien. Und das ist natürlich toll zu sehen, wie die jetzt den Fußball lieben hier. Und also der Fußball ist sehr wichtig. Live-Music, das Klima, jetzt die Restaurants, die wir haben in Austin. Wir hatten das früher nicht. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Jetzt sogar mit Michelin-Stern, ja. Genau. Und man hat so viele Möglichkeiten hier. Also ich kann jetzt schnell nach Downtown zum Essen gehen in 20, 25 Minuten. Ich bin in der Domain, in der Restaurant Shopping in 10 Minuten. Zu meinem Fitnessclub, was auch sehr wichtig ist. Die sind also viel schöner hier. Ich habe einen Fitnessclub mit einem Lake, wo ich Paddleboarding machen kann. Ich kann Yoga am Lake machen mit dem Fitnessclub. Also die Möglichkeiten sind mehr und das Wetter hier. Ich muss sagen, wenn ich aufstehe jeden Tag, scheint die Sonne und ich bin ein ganz anderer Mensch. Genau. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ja. Das sind so Kleinigkeiten, aber die einen riesen Unterschied machen. Jetzt ist ja so, wenn man sich das Ganze so anschaut, die USA von außen so ein bisschen von Europa und man hört ja viel Negatives über Trump und was da alles passiert und so weiter und so fort. Und gerade Texas gilt ja da nochmal so als so nach dem Motto, jeder läuft mit der Kanone rum am Gürtel und so, ja. Also ich meine, ich erlebe das ja jeden Tag, wir machen ja Beratung in dem Bereich. Und da gibt es schon einige Vorurteile, muss man jetzt sagen. Was wäre jetzt dein Rat an jemanden, der gerade überlegt, soll ich jetzt den Sprung nach Texas wagen oder nicht? Was würdest du dem sagen zum heutigen Zeitpunkt? Auf alle Fälle. Mit der Regierung, das ist momentan mit dem Trump, ja, ist er vielleicht ein bisschen over the top. Und wie gesagt, man hört auch sehr viel Negatives in Deutschland. Die Presse in Deutschland ist ja ganz anders als hier jetzt in den USA. Ja. Finde ich auch. Also man fokussiert sich in Deutschland aufs Negative, definitiv, ja. Ja, vielleicht noch mehr negativ als hier. Also man hat, also ich bin jetzt, der Alltag bei mir ist jetzt nicht beeinflusst, wer jetzt an der Regierung ist. Und ich sage immer, das ändert sich wieder. Das ist momentan so, man muss da durch und Austin ist Austin und bleibt Austin. Also ich hätte jetzt da überhaupt kein Problem oder jetzt sagen, um Gottes Willen, bloß nicht wegen der Gun Law und gut, ich würde jetzt nicht nachts um 2 Uhr morgens in Downtown Austin rumgehen oder das macht man nicht. Also, aber ansonsten ist es kein Problem in meiner Hinsicht. Also ich fühle mich total safe hier. Oft vergesse ich, die Haustür abzusperren. Vor ein paar Wochen habe ich vergessen, meine Garagetüren zuzumachen. Die waren die ganze Nacht offen. Also es ist relativ sicher hier in Austin. Ja, ist mein Eindruck auch. Also 100%ig. Ja. Ganz klar. Also ich habe überhaupt kein Problem. Sehr gut. Monika, wenn jetzt Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen, jemand, der jetzt nach Austin ziehen will, der dort eine Immobilie kaufen oder mieten will, wie können sie am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Also entweder Telefon oder meine E-Mail. Wir blenden das alles Gleiche nochmal ein, dann auch machen das auch in die Shownotes. Wunderbar. Monika, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr informativ. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg und freue mich drauf, dich demnächst zu treffen. Dankeschön, Sebastian. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.